Ja, wir haben wieder einen handfesten Skandal. Der türkische Nationalspieler Mehri Demiral hat mit seiner Jubelgeste beim 2:1 im EM-Achtelfinale gegen Österreich für Aufsehen gesorgt. Der 26-Jährige formte nach seinem zweiten Treffer im Leipziger Stadion mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß, ein Handzeichen und Symbol der Grauen Wölfe. Demiral erklärte sich dafür nach Mitternacht im Leipziger EM-Stadion. Er wollte lediglich seine Landsleute im Publikum grüßen. Es stecke keine versteckte Botschaft dahinter. Als Graue Wölfe werden die Anhänger der rechtsextремistischen Ülkücü-Bewegung bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Darüber möchte ich sprechen. Evan Güvercin bei mir, Journalist und Autor. Also große Diskussion jetzt auch am Tag danach. Vielleicht fangen wir mal an bei der Erklärung des Spielers selbst, der einfach sagt, für mich hat das überhaupt keine politische Bedeutung. Das ist lediglich ein Gruß an meine Landsleute. Was halten Sie davon? Ja, das sind diese typischen Reflexe, die es aus dem türkischen nationalistischen und rechtsextremistischen Milieu gibt, die sozusagen diesen Gruß der türkischen Rechtsextreme immer wieder versuchen zu bagatellisieren, zu relativieren. Und dieser Spieler Demiral ist nicht zum ersten Mal in diesem Kontext aufgefallen. Der hat auch in der Vergangenheit immer wieder auf dem Spielfeld die Situation und die Aufmerksamkeit dafür genutzt, um Symbole der türkischen Rechtsextreme zu zeigen. Und da geht es nicht um Nationalstolz oder dass er die feiernden Fans grüßen wollte, sondern das ist ganz offen ein Symbol der türkisch-rechtsextremistischen Grauen Wölfe, die übrigens auch in Deutschland sehr gut organisiert ist. Die haben laut Verfassungsschutz 12.000 Mitglieder, also das ist an den Zahlen orientiert die größte rechtsextremistische Organisation, die wir hier in Deutschland haben. Das ist also nicht nur ein Phänomen in der Türkei, sondern auch bei uns hier in Deutschland. Aber wie erklären Sie sich denn dann? Denn er könnte sich ja auch darauf berufen, klar, die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Verboten ist weder die Organisation noch dieser Wolfsgruß. Ja, in der Tat. Also wir haben die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden, dass diese rechtsextremistische Ideologie in Deutschland sehr präsent ist und das schon seit Jahrzehnten. Aber wenn wir uns die politischen Verantwortlichen uns anschauen, in allererster Linie das Bundesinnenministerium, dann ist der Umgang mit den Grauen Wölfen in Deutschland doch sehr zaghaft. Und seit 2020 gibt es einen Prüfauftrag vom Bundestag, parteiübergreifend damals beschlossen, dass das Bundesinnenministerium eine Verbot der türkischen rechtsextremistischen Grauen Wölfe in Deutschland prüfen soll. Diese Prüfung läuft seit 4 Jahren. Wenn wir an unsere Nachbarländer in Europa uns anschauen, in Frankreich sind die türkischen Rechtsextremisten der Grauen Wölfe verboten und in Österreich zum Beispiel sind zumindest die Symbole der türkischen Rechtsextremisten, wie dieser Wolfsgruß, den der türkische Nationalspieler gestern gezeigt hat, verboten. Aber wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung hier in Deutschland, Herr Güvercin? Ist das politisch motiviert? Ist das mangelndes Bewusstsein? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Es fehlt an Bewusstsein, glaube ich, in allererster Linie. Aber es hat sicherlich halt natürlich auch politische Gründe. Man hat eine gewisse Abhängigkeit zur Türkei, gerade wenn es um das Flüchtlingsabkommen geht. Und da will man Erdogan nicht vor den Kopf stoßen. Man hält sich da eher dezent zurück. Aber wir müssen uns eins klar machen. Es gibt sehr viele türkeistämmige Menschen, sehr viele Minderheiten in der Türkei, die existenziell bedroht werden von dieser türkisch-rechtsextremistischen Ideologie. Man muss sich nur hier in Deutschland mal auch ein Ohr schenken, den kurdischen, alevitischen und armenischstämmigen Menschen, die wir hier in Deutschland haben, die in ihrer Geschichte sehr viele Pogrome erlitten haben, gerade von diesen türkisch-rechtsextremistischen Grauen Wölfe. Also es ist dieses Zeigen dieses Symbols ist jetzt nicht nur Folklore, sondern das ist auch eine Drohung gegenüber Minderheiten hier in Deutschland, die teilweise sogar nach Deutschland geflüchtet sind, weil sie halt in der Türkei verfolgt werden von dieser rechtsextremistischen Ideologie. Und das ist eine Realität, die im politischen Kontext in Deutschland sehr gerne übersehen wird. Also da quasi auch noch mal ein Appell Ihrerseits, jedenfalls der Streit offenbar auch in der türkischen Community hier in Deutschland über diesen Vorfall relativ groß. Herr Güvercin, ich danke Ihnen für den Besuch bei uns. Vielen Dank.